Hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Susanne und ich begrüße euch in meinem Dornröschen-Schloss. Ihr könnt mal schauen, was ich aus dem einst vergessenen Ort gemacht habe und was sich getan hat. Kommt mit! Diesen Raum möchte ich euch gerne als erstes zeigen. Er ist auch ganz besonders für mich und bedeutsam. Hier hat der Gutsbesitzer immer gesessen, das war der Speisesaal, deswegen diese Größe. Und hier trifft man sich, jung und alt. Ich sage immer, ich habe das Haus gerettet und das Haus hat mich gerettet oder mir geholfen. Ich war in einer Umbruchssituation, beruflich und privat, und habe dann dieses wunderschöne Anwesen für mich entdeckt. Es war ruinös, es war Herausforderung, es waren sehr viele statische Schäden. Nach 10 Jahren Leerstand und 70 Jahren Sanierungsrückstau kann man sich vielleicht in etwa vorstellen, dass es schon sehr morbid war. In DDR-Zeiten war es volkseigenes Gut, also eine Fasanerie. Hier wurde Federvieh gezüchtet. Hier war 60er-Jahre-Standard noch, PVC. Ich denke mal, es hätte einige Menschen abgeschreckt, das zu erwerben. Aber ich habe mich trotzdem gleich in diesen Ort verliebt und habe Stück für Stück versucht zu restaurieren, zu retten. Hier ist der ganze Stuck saniert und restauriert worden. Der Fußboden wurde abgeschliffen und freigelegt. Also das war sehr, sehr mühsam. Habe ich mir Schleifmaschinen ausgeliehen und den Fußboden abgeschliffen. Ich habe Fenster mit restauriert, ich habe gestrichen, ich habe abgespachtelt. Also da steckt eine Menge Eigenleistung drin. Und schaut doch mal diese schönen unterschiedlichen Farbschichten von dunkelblau bis hellgrün und armeegrün und diese Borde. Das sieht doch so toll aus. Die Tapete war drauf, die wurde entfernt und dieses Zeitfenster, das erzählt uns so viel und das zeigt auch das Alter des Hauses und das ist schön. Und das finde ich auch reizvoll, dass das nicht übertüncht wird und da kann man noch mal wirklich genau gucken, dass jedes Jahr und jedes Jahrhundert seine Spuren hinterlassen hat. Diese wunderschöne historische Holztür mit diesen Glaseinsätzen, mit diesem Facettenglas, die konnte ich retten aus einem alten Abrisshaus. Und ich habe die noch mit meiner Transporterente abgeholt und hierher gebracht. So hat diese schöne alte Tür ihren neuen Platz bekommen im alten Haus. Kommt mit in meine Küche. Ich liebe diesen Ort. Das ist die alte Gutsküche. Hier wurde früher gekocht für die Gutsbesitzer, für den Adel. Und hier treffe ich mich mit Freunden, mit Gästen. Zu unseren 4 Festen im Jahr oder zu anderen Feierlichkeiten ist jeder willkommen. Ich bin zum Teil Selbstversorgerin auf meinem Rittergut. Das hat verschiedene Gründe. Also einmal ist es ein Kostenpunkt. Dann möchte ich auch gerne wissen, was ich esse. Hier meine Eier von unseren glücklichen Hühnern, die Kornäpfel geerntet, die Zucchinis. Das ist für mich Glück, wenn ich die Dinge selber ernten kann, essen kann und in meiner Küche rummatschen kann, in meiner kleinen Hexenküche. Ja, hier stehen viele Dinge, an denen ich hänge. Ihr seht es, etwas überladen. Hier hängen auch viele Tassen. Und hier seht ihr meinen schönen alten historischen Flaschentrockner aus Frankreich. Da hängen meine Tassen dran für meine Gäste, für Tee oder Kaffee, zweckentfremdet. Und ich liebe diesen Tassenständer genauso wie zum Beispiel diesen alten historischen Fußboden mit den Original-Küchenfliesen. Auch dieser Raum war ein ganzes Stück harte Arbeit. Hier war auch sehr viel kaputt.
Wir haben die Wand hier hinten freigelegt. Man sieht die schönen Steine, das Gestein. Das war ich selbst. Also ich wollte unbedingt mal, dass man auch sieht, wie die Häuser gebaut wurden. Ich habe den Putz abgeklopft. Und das ist auch eines meiner Lieblingsstücke in meiner Küche. Dieser schöne alte Viehtrog wurde gleich als Handwaschbecken gebaut. Ich hatte die Idee. Der Schmied durfte es ausbaden, hat mir ein schönes Gestell geschmiedet, untergebaut. Und somit habe ich meine erste eigene Handspüle. Dieses schöne offene Haus, was ich so liebe und so gerne mit Gästen teile, kann natürlich auch mal seine Schattenseiten haben und seine Nachteile. 2023 hatte ich eine richtig böse Brandstiftung am 7. Oktober. Das war sehr traumatisch für mich und ich zeige es euch mal. Kommt einfach mal mit. Wir befinden uns jetzt auf dem Gutshof. Ich wohne im Herrenhaus. In den Seitengebäuden sind noch Ferienwohnungen. Und nun gehen wir zur Kutscherstube, wo die schöne Heimatstube leider abgebrannt ist, mit ihr wertvolle Zeitzeugnisse. Hier ist die alte Heimatstube und jeder Brand hat auch was Gutes. Trotz der schlimmen und schwierigen Zeit habe ich mein André kennengelernt. Mitten auf der Brandstelle. Ja, ja, ich habe das damals in Nachrichten gelesen, gehört, dass es ja auf Rittergut gebrannt hatte. Als ich das erste Mal in diese ehemalige Heimatstube kam, war das natürlich ein Schock für mich. Alles war verkohlt, verbrannt, oben die Decke war offen. Das sah schrecklich aus. Ich habe gedacht, hier stehen 30 Leute, die alle helfen. Und dem war nicht so. Da habe ich gesagt, okay, dann bin ich morgen da. Und so war es dann halt auch. Nächsten Tag stand ich um 8 da. Ja, sie war ganz verdattert, weil sie nicht damit gerechnet hat. Und irgendwann hat man halt gemerkt, es ist nicht nur helfen. Irgendwie, man mag denjenigen und es ist ein besonderer Ort und eine besondere Frau. Und naja, was soll ich sagen, irgendwann kam eins zum anderen. Neben den öffentlichen Fördermitteln und dem Versicherungsgeld, das hätte ja auch nie im Leben gereicht, gab es eine große Spendenbereitschaft. Und das hat dann auch bestärkt und dir die Kraft gegeben für den Wiederaufbau und dass es weitergeht. Es wird ja wieder öffentlich genutzt. Das Dach ist schon drauf, die Gaube und der Lehmbau muss noch beendet werden. Wir benötigen noch Fenster, die Elektrik muss noch gemacht werden. Es darf langsam wachsen. Und dann werde ich dich nicht weiter bei der Arbeit stören und ich nehme euch mal mit in die obere Etage vom Herrenhaus und zeige euch, wie wir wohnen. Schaut euch nur dieses schöne Foyer an mit dieser schönen Steintreppe. Das Rittergut wurde erstmalig urkundlich erwähnt im 15. Jahrhundert, also spätes Mittelalter. Die Gutshäuser sind ca. 100, 150 bis 300 Jahre alt. Die baulichen Besonderheiten sind die Originale. Die Bleiglasfenster, der Jugendstilfußboden auch in seiner Originalsubstanz und dieses wunderschöne Treppengeländer, das ist alles noch original. Ja, und in diesem wunderschönen Flur, wo es im Sommer angenehm kühl ist und im Winter etwas kühler, bin ich besonders verliebt gewesen, als ich das erste Mal diese Treppen hochkam. Ja, kommt mal mit. Ich nehme euch mit in meine Privaträume. Auch das Rittergut hat natürlich ein Bad. Mein eigenes Bad, nur für mich. Und ich mag keine Fliesen, es ist nicht gefliest. Es gibt zwar keine Zentralheizung in einem Rittergut, aber ich habe trotzdem heißes Wasser aus der Wand. Wir haben im Keller dann eine Boilerheizung, einen Boiler und der erwärmt halt das Wasser. Und der Raum wird mit meinem Öfchen befeuert, mit Holz und Kohle. Als eines der ersten Stücke in meinem Rittergutsleben habe ich mir dann diese schöne Badewanne geleistet, als Wohlfühlfaktor nach getaner Arbeit und in der Kälte. Das war dann schon wichtig und schön für mich, in dieser Kupferbadewanne zu liegen. Das war dann wirklich mein Luxus, dass ich auch hier baden konnte. Das war ich vor 20 Jahren. Ihr seht, ich musste damals schon heizen. Und so romantisch, wie ich mir mein Bad gestaltet habe, ist natürlich auch mein Schlafzimmer. Dann kommt mal mit.
hier seht ihr mein schönes Schlafzimmer. Das ist so ein Lieblingszimmer von mir mit der angrenzenden Terrasse, mit dem kleinen Türmchen und der Nische. Mit dem wunderbaren Stuck hier, der von uns eigenhändig restauriert worden ist. Und das ist ein richtig schöner Ruhe- und Rückzugsraum. Ich habe viele schöne historische Sachen mit einbinden können und mixe das dann ganz gerne auch einmal. Und es verändert sich bei mir auch immer. Also die Dinge schieben sich auch manchmal einfach durch andere Räume und es wird wieder was getauscht. Das macht mir dann Spaß. Jetzt zeige ich euch mal die schöne, interessante alte Schablonenmalerei. Die Wand ist so alt wie das Herrenhaus selbst, was hier freigelegt werden konnte. Und es lässt sich wunderbar nachvollziehen, mit welchem Prunk und in welcher Schönheit die Menschen hier früher gelebt haben. Urlaub hat man natürlich hier nicht. Der Urlaub ist im Sommer im Rittergut. Es ist immer Urlaub das ganze Jahr und immer Arbeit. Ne? Im Sommer muss ich das Geld verdienen, die Tiere versorgen, mich um die Gäste kümmern und im Winter muss das Haus beheizt werden. Hier ist der Reichtum ein anderer Reichtum. Also ich bin seit 20 Jahren immer vor Ort, ohne Urlaub. Aber es gibt keinen schöneren Arbeitsplatz und keinen schöneren Lebensraum, als hier im Gutshof leben zu dürfen. Und jetzt sogar zu zweit. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe hier meinen Ort gefunden und ich teile den Ort mit André. Und das ist das Schönste, was mir passieren konnte, dass wir zusammen diesen Ort jetzt leben dürfen und ihn mit Gästen teilen. Und es wird nie fertig werden und nie perfekt sein, aber es ist unser Traumort. Und ja, wir bewahren was für die nächste Generation. Das war unsere Roomtour im Rittergut Enschütz in Thüringen im Dornröschen-Schloss. Und wenn es euch gefallen hat, klickt hier oder klickt da oder abonniert einfach den Kanal für andere schöne Wohnideen.